Wie angekündigt, hat uns Envision Entertainment mit der ersten Post-Launch Roadmap für Pioneers of Pagonia über die weitere Entwicklung zum Die Siedlererben informiert, welche in etwa das erste Halbjahr 2026 abdeckt. Zudem hat Volker Wertig endlich reinen Tisch gemacht und dabei diverse Wunschfeatures wie PvP final ausgeschlossen, aber der Reihe nach. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Die heutigen Pagonia-News werden euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, die den Die Siedlererben mit ca. 22 € zum Bestpreis für euch im Angebot haben. Wenn ihr also noch unentschlossen seid, günstiger wird's definitiv nicht mehr und mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Wie angekündigt, wird Pioneers of Pagonia in 2026 zweigleisig weiterentwickelt. Das heißt, dass man euch weiterhin zum einen mit kostenlosem Content versorgen möchte und zum anderen gleichzeitig das Spiel mit kostenpflichtigen DLC-Inhalten ergänzt. Den Anfang macht noch in diesem Februar ein neues Quality of Life Update, durch welches ihr dann zukünftig Einheiten in Träger zurückverwandeln könnt, um so besser einem klassischen Siedlermangel begegnen zu können. Außerdem soll eine praktische Kopierfunktion für Gebäude ergänzt werden, sowie das Endlosspiel durch neue Aufgaben und Handelsmöglichkeiten erweitert werden. Sobald das Update da ist, schauen wir uns das dann natürlich noch im Detail an. Bereits kurze Zeit später, also im März 2026, erhält Pioneers of Pagonia dann ein voraussichtlich ebenfalls kostenloses Cosmetic Pack, welches sich allerdings, wie der Name schon sagt, dann rein an Schönbauer richtet und dementsprechend nur Dekogedöns ergänzt. Das Ganze umfasst dann 18 neue Dekorationen in über 20 Varianten und soll von einem Ententeich über einen Taubenschlag immerhin auch Steinmauern beinhalten. Die erste große Content-Erweiterung kommt zweigeteilt, sowohl als kostenloses Update für alle, wie auch als kostenpflichtige Erweiterung in Form des ersten DLC mit dem Namen Meadow Song, was im Deutschen so viel wie Wiesenlied heißt. Kostenlos für alle wird mit diesem Update die schon seit Anfang an angekündigte Brauerei mit der Ressource Bier eingeführt. Was sich dann durch das sogenannte Freibier-Update verändern wird, ist aber noch geheim. DLC 1 ergänzt Pioneers of Pagonia dann um eine neue Storykarte, welche auf den Namen Die Verwelkung hört und führt neben der Tierhaltung auch Weingüter und Obstfarmen ins Spiel ein. Viel mehr wissen wir hierzu noch nicht. Volker Wertig hat aber in einem Q&A schon bestätigt, dass hier, wie eigentlich naheliegend, keine Tiere für den Warentransport genutzt werden können, was natürlich sehr schade ist. Dieser DLC samt der Brauerei für alle soll dann im zweiten Quartal erscheinen, also irgendwann zwischen April und Juni 2026. Apropos Q&A. In diesem konntet ihr Volker Wertig nämlich alle eure Fragen stellen, weswegen dieser endlich die rote Karotte zu Wunschfeatures wegnehmen konnte, da diese nun definitiv nicht mehr für das aktuelle Spiel umgesetzt werden. Genauer gesagt bedeutet das nun leider final, dass Pioneers of Pagonia keinen PvP-Modus erhalten wird und auch nicht mit sogenannten KI-Siedlungen ergänzt werden wird, was dann ebenfalls auch ein klassisches PvE ausschließt. Hingegen sieht man noch viel Potenzial darin, die aktuellen asymmetrischen Herausforderungen zu erweitern und dem Spiel auch auf längere Sicht so einen Sinn zu geben. PvE wird auch deshalb ausgeschlossen, da der Aufwand für eine KI, welche dann mit 70 Gebäudetypen klarkommen müsste, einfach die Ressourcen des kleinen Studios massiv überschreitet. Zudem ist die eine vorhandene Fraktion der Pagonia nicht für so ein System ausgelegt, was massive Umbaumaßnahmen erfordern würde, die man aber nicht mehr gehen wird. Auch wenn Stand jetzt immer noch das komplette Team an Pioneers of Pagonia arbeitet und somit die Entwicklung an einem neuen Spiel noch nicht begonnen wurde. Hingegen hält man sich das Thema richtiger Koop-Modus noch offen, also ein Modus, in welchem jeder Mitspieler seine eigene Siedlung betreut und diese sich dann über den Handel gegenseitig unterstützen können. In Kürze soll es übrigens auch News zur Veröffentlichung auf anderen Geräten und Plattformen geben. Ein Port auf die Nintendo Switch 2 mit Maussteuerung wäre da in meinen Augen sehr naheliegend.
Ich halte euch natürlich weiterhin in den Pagonia News mit allem zum Spiel und den zukünftigen Projekten von Envision Entertainment auf dem Laufenden. Wer also top informiert bleiben möchte, lässt ein Abo da und dann sehen wir uns spätestens zum Quality of Life Update wieder hier. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.